Thema 1. Haben Sie letzte Nacht gut geschlafen? Hi Anna, hast du letzte Nacht gut geschlafen? Eigentlich nicht. Ich hatte den seltsamsten Traum. Ach wirklich? Was ist passiert? Ich träumte, dass ich ein riesiger Marshmallow war und die Leute versuchten, über einem Feuer auf mich anzustoßen. Es war so bizarr. Haha, das klingt nach einem ziemlich süßen Traum. Ja, aber ich wachte auf und fühlte mich, als wäre ich von einer Dampfwalze platt gemacht worden. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch eine harte Nacht. Ich glaube, ich muss komisch geschlafen haben, weil ich mit einem Krampf im Nacken aufgewacht bin. Das ist das Schlimmste. Hast du versucht, es auszudehnen? Ja, ich habe ein paar Nackenrollen gemacht, aber ich glaube, ich brauche eine professionelle Nackenmasseurin. Eine Halsmasseurin? Ist das überhaupt ein Ding? Ich weiß es nicht, aber wenn es bedeutet, gut zu schlafen, bin ich bereit, alles zu versuchen. Nun, hast du versucht, Schafe zu zählen? Schafe zählen? Ist das nicht ein Märchen von alten Frauen? Mag sein, aber bei mir funktioniert es jedes Mal. Wirklich? Wie viele Schafe muss man zählen, bevor man einschläft? Oh, mindestens 100. Manchmal verliere ich die Zählung und muss von vorne anfangen. Wow, das ist Hingabe. Normalerweise schaue ich nur fern, bis ich ohnmächtig werde. Das ist nicht sehr gut für deine Schlafhygiene, John. Sie sollten stattdessen versuchen, ein Buch zu lesen. Ein Buch? Das klingt nach zu viel Aufwand. Glaub mir, es lohnt sich. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich vor dem Schlafengehen zu entspannen. Okay, vielleicht probiere ich es aus. Aber wenn ich am Ende von riesigen Marshmallows träume, gebe ich dir die Schuld. In Ordnung. Stellen Sie nur sicher, dass Sie Ihr Kissen auflockern, bevor Sie schlafen gehen. Mein Kissen auflockern? Ist das ein weiteres Märchen von alten Frauen? Nein, es ist nur gesunder Menschenverstand. Ein klumpiges Kissen kann Ihr gesamtes Schlaferlebnis ruinieren. Nun, in diesem Fall schüttle ich jetzt besser mein Kissen auf. Danke für die Tipps, Anna. Jederzeit, John. Süße Träume. Thema 2. Einwanderung aus Spanien im nächsten Monat. Hi Anna, hast du gehört, dass ich nächsten Monat aus Spanien einwandern werde? Was hat dich dazu bewogen, den Schritt zu wagen? Nun, ich wollte schon immer in Europa leben, und ich bekam endlich ein Jobangebot in Madrid, das ich nicht ablehnen konnte. Das ist spannend. Warst du schon einmal in Spanien? Ja, ich war vor ein paar Jahren im Urlaub und habe mich in die Kultur und das Essen verliebt. Oh, ich bin so eifersüchtig. Ich wollte schon immer mal nach Spanien. Du solltest mich besuchen, sobald ich mich eingelebt habe. Ich könnte dich herumführen. Das hört sich toll an. Aber wie wollen Sie die Sprachbarriere abmildern? Nun, ich habe mein Spanisch aufgefrischt, aber ich habe noch einen langen Weg vor mir. Ich bin mir sicher, dass ich auf dem Weg dorthin einige peinliche Fehler machen werde. Haha, ja, das kann ich mir vorstellen. Bestellen Sie nur nicht versehentlich einen Teller Schnecken oder so.
Schnecken? Gibt es das in Spanien? Ja, sie heißen Caracoles. Manche Leute lieben sie, aber sie sind definitiv ein erworbener Geschmack. Huch, ich glaube nicht, dass ich dafür bereit bin. Was ist mit den kulturellen Unterschieden? Gibt es Bräuche, die ich beachten sollte? Lass mich nachdenken. Nun, in Spanien nehmen sie ihre Siesta ziemlich ernst. Wundern Sie sich also nicht, wenn mitten am Tag alles heruntergefahren wird. Ein Nickerchen mitten im Arbeitstag? Das klingt nach dem Paradies. Ich weiß, oder? Aber Sie müssen Ihren Zeitplan entsprechend anpassen. Und seien Sie auch auf einige späte Nächte vorbereitet. Das Abendessen beginnt normalerweise erst um 21 oder 22 Wow, Uhr. das ist definitiv eine andere Art zu leben. Aber ich freue mich auf das Abenteuer. Ich freue mich auch für dich. Versprich mir einfach, dass du mir viele Bilder schickst und mich über all deine spanischen Eskapaden auf dem Laufenden hältst. Du hast es verstanden, Anna. Und wer weiß, vielleicht komme ich sogar fließend Spanisch und ein Kenner von Caracoles zurück. Haha, es sind seltsamere Dinge passiert. Buen viaje, John. Thema 3. Haben Sie schon einmal einen Wasserfall persönlich gesehen? Hey Anna, hast du schon einmal einen Wasserfall persönlich gesehen? Ja, das habe ich tatsächlich. Ich habe vor ein paar Jahren eine Wanderung nach Yosemite gemacht und einige erstaunliche Wasserfälle gesehen. Wow, das klingt unglaublich. Ich wollte schon immer mal einen Wasserfall aus der Nähe sehen. Du solltest es auf jeden Fall zu einer Priorität machen. Die Art und Weise, wie das Wasser die Felsen hinunterstürzt, hat etwas so Faszinierendes. Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie Empfehlungen für einen guten Wasserfall, den Sie besuchen sollten? Nun, wenn Sie Lust auf eine kleine Wanderung haben, habe ich gehört, dass die Angelfalls in Venezuela einer der schönsten Wasserfälle der Welt sind. Venezuela? Das ist ziemlich weit weg. Ja, es ist definitiv eine Reise. Aber denken Sie an das Abenteuer. Sie können durch den Dschungel wandern und alle Arten von exotischen Wildtieren sehen. Das ist auf jeden Fall ansprechend. Aber was ist, wenn ich keine Lust auf eine so intensive Wanderung habe? Kein Problem. Es gibt viele atemberaubende Wasserfälle in der Nähe. Warst du schon einmal an den Niagarafällen? Nein, habe ich nicht. Ist es wirklich so beeindruckend, wie Sie sagen? Oh, es ist auf jeden Fall beeindruckend. Die schiere Menge an Wasser ist verblüffend. Und es gibt viele Touristenattraktionen in der Nähe, wie die Bootsfahrt Might of the Mist und den Skylon Tower. Das hört sich nach einer Menge Spaß an. Aber was ist mit den Menschenmaßen? Ich habe gehört, dass es ziemlich voll werden kann. Ja, es kann ein bisschen überwältigend in der Hochsaison sein. Aber wenn Sie in der Nebensaison gehen, haben Sie mehr Platz zum Atmen und genießen Sie die Schönheit der Wasserfälle. Guter Punkt. Das muss ich im Hinterkopf behalten. Warst du schon einmal an kleineren, abgelegeneren Wasserfällen? Eigentlich schon. Einer meiner Lieblingswasserfälle liegt versteckt in einer wenig bekannten Ecke von Oregon. Es heißt Proxy Falls und ist absolut atemberaubend. Proxyfeld? Ich habe noch nie davon gehört. Was macht es so besonders?
Zum einen ist es von üppig grünen Wäldern und hoch aufragenden Bergen umgeben, was für eine atemberaubende Kulisse sorgt. Und der Wasserfall selbst ist einzigartig, weil er sich in zwei Bäche aufteilt, die nebeneinander fallen. Wow, das hört sich toll an. Ich füge das definitiv zu meiner Bucketlist hinzu. Du wirst es nicht bereuen, John. Wasserfälle haben einfach etwas Magisches, das man nicht ganz in Worte fassen kann. Ich kann es kaum erwarten, es selbst zu erleben. Danke für die Inspiration, Anna. Jederzeit, John. Vergessen Sie nur nicht Ihre Kamera. Thema 4. Habt ihr das spannende Spiel gestern Abend gesehen? Hi Anna, hast du das Spiel gestern Abend gesehen? Es war eines der herausforderndsten und aufregendsten Spiele, die ich je gesehen habe. Oh ja, ich habe es mir auch angeschaut. Das war definitiv eine Zitterpartie. Ich weiß, oder? Ich war die ganze Zeit auf der Kante meines Sitzes. Es war wie eine Achterbahn der Gefühle. Absolut. Und die Art und Weise, wie die Spieler immer wieder an ihre Grenzen gingen, war so inspirierend. Ja, es war, als hätten sie alles gegeben, obwohl sie erschöpft waren. Das ist das Kennzeichen einer echten Sportlerin. Sie geben niemals auf, auch wenn die Chancen gegen sie stehen. Genau. Apropos Chancen, hast du dieses unglaubliche Comeback in der zweiten Halbzeit gesehen? Oh, ich weiß. Es war, als hätte sich das Momentum plötzlich verschoben und das Außenseiterteam hat einfach übernommen. Ich konnte es nicht glauben. Sie gingen von einem Rückstand von 20 Punkten zu einem Sieg mit einem einzigen Punkt in den letzten Sekunden. Es war wie aus einem Film. Ich bin praktisch auf meiner Couch auf und ab gesprungen. Haha, ich auch. Und das Beste daran war, dass es nicht nur um Gewinnen oder Verlieren ging. Es ging um den Nervenkitzel des Wettbewerbs. Absolut. Wenn du dich mitten in einem herausfordernden und spannenden Match wie diesem befindest, vergisst du alles andere und konzentrierst dich einfach auf das Spiel. Und der Adrenalinschub, den man dadurch bekommt, ist wie nichts anderes. Es macht süchtig. Das ist es wirklich. Deshalb liebe ich es so sehr, Sport zu schauen. Es ist jedes Mal wie ein Mini-Abenteuer. Dem kann ich nur zustimmen. Und wer weiß, vielleicht werden wir eines Tages auf dem Feld stehen und diesen Rausch selbst erleben. Haha, es sind seltsamere Dinge passiert. Aber bis dahin müssen wir uns damit begnügen, unsere Lieblingsmannschaften von der Seitenlinie aus anzufeuern. Daran ist nichts auszusetzen. Solange wir Teil des Geschehens sind, ist das alles, was zählt. Das hast du richtig verstanden, John. Auf viele weitere herausfordernde und spannende Matches in der Zukunft. Thema 5. Haben Sie unsere neue Kollegin schon kennengelernt? Anna, hast du unsere neue Kollegin schon kennengelernt? Nein, habe ich nicht. Wer ist da? Es ist dieser Typ namens Steve. Er soll wirklich schlau und talentiert sein. Oh, das ist aufregend. Ich bin immer bereit, neue Leute kennenzulernen. Ja, ich auch. Aber ich muss zugeben, ich bin ein wenig eingeschüchtert von ihm. Er hat 3 Doktortitel oder so. Wow, das ist beeindruckend.
Aber lass dich davon nicht einschüchtern, John. Du bist selbst talentiert. Danke, Anna. Das bedeutet viel. Trotzdem kann ich nicht anders, als mich in der Nähe von so jemandem wie ein Betrüger zu fühlen. Ich weiß, was du meinst. Aber hey, vielleicht kann er uns ein oder zwei Dinge beibringen. Das ist ein guter Punkt. Und wer weiß, vielleicht werden wir sogar Freunde. Haha, es sind seltsamere Dinge passiert. Aber lassen Sie uns ihn nicht am ersten Tag abschrecken. Guter Anruf. Vielleicht sollten wir ihm ein paar Begrüßungskekse backen oder so. Oh, ich mag die Art und Weise, wie du denkst. Aber lassen Sie uns sicherstellen, dass sie nicht zu einschüchternd sind. Vielleicht nur ein paar einfache Schokoladenkekse. Einverstanden. Wir wollen ihn nicht mit unseren Bäckkünsten überfordern. Haha, sprich für dich selbst. Ich bin zufällig ein ziemlich guter Bäcker. Ach wirklich? Nun, in diesem Fall sollten Sie vielleicht die Führung bei diesem Cookie-Projekt übernehmen. Du hast es verstanden, John. Und wer weiß, vielleicht beeindrucken wir Dave mit unseren Kochkünsten. Oder vielleicht geben wir ihm einfach einen Zuckerrausch und machen ihn noch einschüchternder. Haha, hoffen wir nicht. So oder so, ich freue mich darauf, unsere neuen Kollegen kennenzulernen und zu sehen, was er mitbringen kann. Ich auch, Anna. Auf ein süßes und erfolgreiches Willkommen für Dave. Thema 6. Erdbeeren gehören zu den gesündesten Früchten. Hey Anna, wusstest du, dass Erdbeeren eine der gesündesten Früchte sind, die es gibt? Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Ja, sie sind vollgepackt mit Vitaminen und Antioxidantien. Außerdem sind sie kalorienarm und reich an Ballaststoffen. Wow, das ist beeindruckend. Aber was macht sie besser als andere Früchte? Nun, zum einen sind sie unglaublich vielseitig. Sie können sie pur essen, zu Smoothies hinzufügen oder sie verwenden, um Ihre Lieblingsdesserts abzurunden. Das stimmt. Aber was ist mit anderen Früchten wie Bananen oder Äpfeln? Sie sind auch ziemlich vielseitig. Aber hier ist der eigentliche Vorteil von Erdbeeren, sie haben die perfekte Größe zum Eintauchen in Schokolade. Haha, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber ist das wirklich ein Vorteil? Natürlich ist es das. Denk darüber nach. Wann haben Sie das letzte Mal gesehen, wie jemand eine Apfelscheibe in Schokolade getaucht hat und kein Chaos angerichtet hat? Fairer Punkt. Aber was ist mit Bananen? Sie sind lang und dünn, daher sollten sie leicht zu tauchen sein. Aber Bananen neigen dazu, matschig zu werden, wenn man sie in Schokolade taucht. Erdbeeren hingegen bleiben fest und saftig. Okay, du gewinnst. Erdbeeren sind offiziell die beste Frucht zum Eintauchen in Schokolade. Aber was ist mit anderen Verwendungszwecken für Erdbeeren? Nun, sie eignen sich hervorragend für die Herstellung von Marmeladen und Konfitüren. Und sie verleihen Salaten und Smoothies einen köstlichen Geschmacksschub. Das stimmt. Und sie sind auch ein großartiger natürlicher Süßstoff für Backwaren. Genau. Und vergessen wir nicht den Erdbeershortcake. Das ist nicht umsonst ein klassisches Dessert. Oh Mann, jetzt bekomme ich Hunger.
Ich könnte jetzt wirklich etwas Erdbeershortcake essen. Haha, ich auch. Das müssen wir bald schaffen. Auf jeden Fall. Und wenn wir das nächste Mal tun, müssen wir daran denken, ein paar Erdbeeren in Schokolade zu tauchen. Ah, jetzt sprichst du meine Sprache. Erdbeeren und Schokolade, das ultimative Powerpaar. Haha, dem kann ich nur zustimmen, John. Hier sind die vielen Vorteile von Erdbeeren. Thema 7. Warst du schon einmal in London? Hi Anna, warst du schon einmal in London? Ja, das habe ich tatsächlich. Ich war vor ein paar Jahren dort und hatte die beste Zeit. Das ist großartig. Ich wollte schon immer besuchen. Irgendwelche Empfehlungen für Unternehmungen? Oh, wo fange ich an? In London gibt es so viel zu sehen und zu tun. Sie müssen das British Museum, den Tower of London und den Buckingham Palace besuchen. Wow, das hört sich alles toll an. Aber wie sieht es mit der Fortbewegung aus? Ich habe gehört, dass die öffentlichen Verkehrsmittel etwas verwirrend sein können. Ja, es kann am Anfang ein bisschen überwältigend sein. Aber sobald Sie den Dreh raus haben, ist es eigentlich ziemlich praktisch. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie eine Oyster-Card erhalten, die Sie in den Bussen und Bahnen verwenden können. Oystercard? Ist das wie eine Kreditkarte oder so? Nein, es ist eine Smartcard, die du mit Geld auflädst und mit der du deine Fahrpreise bezahlst. Es ist viel einfacher, als zu versuchen, einzelne Tickets zu kaufen. Ah, verstanden. Und was ist mit dem Essen? Ich habe gehört, dass London einige tolle Restaurants hat. Oh, auf jeden Fall. Fish and Chips muss man natürlich probieren. Aber es gibt auch einige großartige indische und nahöstliche Restaurants sowie einige trendige Brunchspots. Lecker, das hört sich alles köstlich an. Aber was ist, wenn ich Heimweh nach amerikanischem Essen bekomme? Haha, mach dir keine Sorgen. Es gibt auch viele Restaurants im amerikanischen Stil in London. Einen Burger und Pommes bekommt man überall. Puh, das ist eine Erleichterung. Und wie sieht es mit dem Wetter aus? Ich habe gehört, dass es in London ziemlich regnerisch sein kann. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber lassen Sie sich nicht davon abhalten, Ihre Reise zu genießen. Bringen Sie einfach einen guten Regenmantel und wasserdichte Schuhe mit, und schon kann es losgehen. Okay, ich werde dafür sorgen, dass ich entsprechend packe. Aber was ist, wenn ich mich in der Stadt verirre? Mach dir keine Sorgen, John. London ist eine sehr touristenfreundliche Stadt. Es gibt viele Karten und Schilder, die Ihnen beim Navigieren helfen, und die meisten Leute sprechen Englisch. Das ist eine Erleichterung. Ich möchte nicht versehentlich in einen königlichen Palast oder so etwas wandern. Haha, ich glaube nicht, dass das wahrscheinlich ist. Aber man weiß nie, es sind seltsamere Dinge passiert. Stimmt, stimmt. Nun, danke für all die Tipps, Anna. Ich freue mich jetzt noch mehr darauf, London zu besuchen. Jederzeit, John. Und wer weiß, vielleicht reisen wir ja sogar eines Tages gemeinsam dorthin. Das wäre großartig. Und wenn wir uns verirren, können wir uns wenigstens zusammen verirren. Haha, klingt nach einem Plan. Auf viele Abenteuer in London. Thema 8.
Installation neuer Schließfächer im Büro. Hey Anna, hast du gehört, dass Sie neue Schließfächer im Büro installieren? Schließfächer? Wofür brauchen wir die? Ich denke, es ist Teil einer neuen Initiative, um Mitarbeiter zu ermutigen, sich mehr zu bewegen. Sie werden uns erlauben, unsere Sportkleidung und Trainingsausrüstung in den Schließfächern zu verstauen, damit wir in der Mittagspause ins Fitnessstudio gehen können. Oh, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Aber brauchen wir dafür wirklich Schließfächer? Ich denke schon. Es ist wahrscheinlich einfacher, als den ganzen Tag eine Sporttasche mit sich herumzuschleppen. Ich nehme an. Aber wie sieht es mit der Sicherheit aus? Ich möchte nicht, dass jemand meine teure Trainingskleidung stiehlt. Ja, das ist ein berechtigtes Anliegen. Aber ich denke, die Schließfächer werden ziemlich Hightech sein. Sie werden Fingerabdruckscanner und Gesichtserkennungssoftware haben. Woa, das ist eine ernsthafte Sicherheit. Ich denke, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass jemand einbricht. Genau. Und das Beste daran ist, dass wir uns keine Kombination oder einen Schlüssel merken müssen. Wir können einfach unsere eigenen Körperteile benutzen, um das Schließfach zu entriegeln. Haha, das klingt wie aus einem Science-Fiction-Film. Aber ich denke, es ist besser, als einen Schlüssel zu verlieren oder eine Kombination zu vergessen. Auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht inspiriert uns das, mehr zu trainieren und in Form zu kommen. Haha, darauf würde ich mich nicht verlassen. Aber wenigstens werden wir gut aussehen, wenn wir nachlassen. Jedes bisschen hilft. Und wer weiß, vielleicht starten wir sogar einen neuen Trend der modischen Sportkleidung im Büro. Haha, ich mag die Art und Weise, wie du denkst. Vielleicht können wir sogar eine Modenschau im Pausenraum veranstalten. Jetzt redest du. Und wir können einen Preis für den am besten gekleideten Fitnessstudio-Besucher haben. Haha, ich mag diese Idee. Aber was ist, wenn wir alle das Gleiche tragen? Dann müssen wir es einfach mit einem Dance-Off regeln. Haha, ich mag deinen Stil, John. Auf die neuen Schließfächer und all die Möglichkeiten, die sie mit sich bringen. Thema 9: Weltmeisterschaft. Hey Anna, hast du gestern Abend die Weltmeisterschaft gesehen? Natürlich habe ich das. Es war so ein aufregendes Spiel. Ich weiß, oder? Und können Sie dieses Tor in der letzten Minute des Spiels glauben? Das war der Wahnsinn. Ich war die ganze Zeit auf der Kante meines Sitzes. Hier ist es genauso. Aber jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Ich weiß, was du meinst. Die Weltmeisterschaft ist immer so eine lustige Zeit. Aber hey, wenigstens haben wir die Olympischen Spiele, auf die wir uns freuen können. Das stimmt. Aber es ist einfach nicht dasselbe wie die Weltmeisterschaft. Ja, ich verstehe dich. Aber wissen Sie, was wir tun sollen? Wir sollten unser eigenes Mini-WM-Turnier im Büro starten. Haha, das ist eine tolle Idee. Wir könnten die Teams nach Abteilungen aufteilen. Und wir könnten einen Hauptpreis für das Gewinnerteam haben. Vielleicht eine Trophäe oder eine Pizzaparty. Jetzt redest du. Und wir könnten sogar ein Maskottchen für jedes Team haben. Ja. Und wir könnten uns alberne Gesänge und Lieder ausdenken, um unsere Teams anzufeuern. Haha,
ich höre schon den Gesang der Personalabteilung, wir reichen deine Papiere ein, wir gewinnen den Pokal. Haha, das ist perfekt. Und die Marketingabteilung könnte sagen, wir verkaufen Ihre Produkte und wir verkaufen Ihre Seele. Haha, das ist großartig. Und was ist mit der IT-Abteilung? Wie wäre es mit, wir reparieren deinen Computer, wir reparieren dein Spiel. Haha, ich liebe es. Das wird das beste Mini-WM-Turnier aller Zeiten. Ich kann es kaum erwarten. Und wer weiß, vielleicht holen wir ja sogar ein paar internationale Talente ins Büro. Man weiß ja nie. Vielleicht scouten wir den nächsten Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Haha, es sind seltsamere Dinge passiert. Aber jetzt konzentrieren wir uns darauf, unser Mini-WM-Turnier zu einem Erfolg zu machen. Einverstanden. Auf viele Tore, viele Siege und viele Lacher auf dem Weg. Prost darauf, John. Thema 10: Unordentliche Küche. Anna, warst du in letzter Zeit in der Küche? Es ist ein Durcheinander. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich glaube, jemand hat wieder vergessen, hinter sich aufzuräumen. Es ist wie ein Kriegsgebiet da drin. Überall liegt schmutziges Geschirr, Krümel auf der Theke und sogar ein paar mysteriöse Flecken. Das ist eklig. Aber wer ist Ihrer Meinung nach dafür verantwortlich? Nun, ich möchte nicht mit dem Finger zeigen, aber ich habe eine ziemlich gute Idee. Ach wirklich? Erzählen Sie es. Sagen wir einfach, dass ich vorhin jemanden gesehen habe, der ein Sandwich an seinem Schreibtisch gegessen hat, und sie hatten eine Menge Gewürze darauf. Ich glaube, ich weiß, von wem du sprichst. Aber wie gehen wir auf das Chaos zu? Das ist eine gute Frage. Wir könnten eine Notiz hinterlassen, aber das ist irgendwie passiv-aggressiv. Ja, und wir wollen keine Fehde über schmutziges Geschirr beginnen. Vielleicht sollten wir die Küche einfach selbst aufräumen. Das ist eine gute Idee. Wir zeigen Ihnen, wie es gemacht wird, und vielleicht bekommen Sie den Hinweis. Haha, ich mag die Art und Weise, wie du denkst. Und vielleicht können wir es sogar zu einem Wettbewerb machen. Wer das meiste Geschirr reinigt, gewinnt einen Preis. Oh, das gefällt mir. Was ist der Preis? Wie wäre es mit einem kostenlosen Mittagessen auf Kosten des Unternehmens? Jetzt sprichst du meine Sprache. Aber was ist, wenn wir beide die gleiche Menge an Geschirr reinigen? Wir müssen uns einen Tiebreak einfallen lassen. Vielleicht eine Partie Steinpapierschere? Klingt gut für mich. Aber lassen Sie uns sicherstellen, dass wir nicht zu wettbewerbsfähig werden. Wir wollen nicht mit zerbrochenem Geschirr enden. Haha, guter Punkt. Und lassen Sie uns sicherstellen, dass wir die Küche regelmäßig aufräumen, damit wir dieses Gespräch nicht noch einmal führen müssen. Einverstanden. Auf eine saubere und aufgeräumte Küche und darauf, nie wieder Steinpapierschere über schmutziges Geschirr spielen zu müssen. Prost darauf, John. Thema 11: Diese Nudeln sind unglaublich. Oh mein Gott, Anna. Diese Nudeln sind unglaublich. Ich weiß, oder? Ich kann nicht glauben, wie lecker sie sind. Was ist in ihnen drin, glaubst du? Eine Art Geheimzutat?
Ich weiß es nicht, aber was auch immer es ist, es funktioniert. Ich könnte diese Nudeln für den Rest meines Lebens jeden Tag essen. Hier ist es genauso. Und die Sauce ist so würzig. Ich kann nicht genug davon bekommen. Ich weiß, ich lecke die Schüssel praktisch sauber. Und die Textur der Nudeln ist perfekt. Nicht zu weich, nicht zu zäh. Genau. Und auch die Portionsgröße stimmt. Ich fühle mich satt, aber nicht vollgestopft. Das ist das Zeichen für ein gutes Essen. Und das Beste daran ist, dass es nicht einmal so teuer ist. Ich weiß, oder? Wir bekommen Nudeln in Gourmet-Qualität zu Fastfood-Preisen. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Aber lasst es uns nicht verhexen. Wir haben noch eine halbe Schüssel zum Genießen. Guter Punkt. Und weißt du was? Ich denke schon darüber nach, morgen wieder hierher zu kommen, um noch eine Runde Nudeln zu essen. Haha, ich dachte dasselbe. Wir könnten einen Nudelclub gründen und jede Woche hierher kommen. Ja. Und wir könnten die Nudeln nach verschiedenen Kriterien wie Geschmack, Textur und Portionsgröße bewerten. Und wir könnten sogar andere Leute einladen, unserem Nudelclub beizutreten. Je mehr, desto besser. Haha, ich liebe es. Wir werden die Nudelkenner des Büros sein. Und wer weiß, vielleicht inspirieren wir das Restaurant sogar dazu, uns zu Ehren ein neues Nudelgericht zu kreieren. Haha, jetzt redest du. Das John und Anna Special. Es hat einen schönen Klang. Dem stimme ich zu. Aber jetzt lassen Sie uns einfach diese erstaunlichen Nudeln genießen und von all den Nudelabenteuern träumen, die wir in Zukunft erleben werden. Klingt nach einem Plan. Auf leckere Nudeln und gute Gesellschaft. Prost darauf, John. Thema 12: Neuer Schulranzen. Hi Anna, hast du die neuen Schultaschen gesehen, die die Kinder dieses Jahr bekommen? Nein, habe ich nicht. Wie sehen sie aus? Das sind diese riesigen Rucksäcke mit mehreren Fächern und allen möglichen ausgefallenen Funktionen. Wow, das klingt weit entfernt von den Rucksäcken, die wir früher hatten. Ja, ich erinnere mich, als wir nur eine einzige Tasche und ein paar Reißverschlüsse hatten. Diese neuen Taschen sind wie aus einem Science-Fiction-Film. Haha, das kann ich mir vorstellen. Aber brauchen die Kinder wirklich all diese Funktionen und Fächer? Das ist eine gute Frage. Ich meine, was stecken sie da überhaupt rein? Es ist nicht mehr so, dass sie Lehrbücher und Enzyklopädien mit sich herumtragen. Haha, stimmt. Aber ich denke, sie müssen immer noch ihre Laptops, Tablets und andere Geräte mit sich herumtragen. Ja, nehme ich an. Aber was ist mit dem guten altmodischen Stift und Papier? Haha, ich glaube, die Kinder wissen gar nicht mehr, was das ist. Heutzutage ist alles digital. Das stimmt. Aber weißt du, was ich vermisse? Diese alten Rucksäcke aus Segeltuch mit den Lederriemen und Schnallen. Sie hatten einen gewissen Charme. Ja, dem stimme ich zu. Und sie waren auch so robust. Man könnte sie herumwerfen und sie würden immer noch ewig halten. Genau. Und sie hatten keines dieser nervigen Pieptöne oder blinkenden Lichter.
Haha, ja. Ich glaube nicht, dass ich mit einem Rucksack umgehen könnte, der schlauer ist als ich. Haha, ich auch nicht. Aber weißt du, was noch lustiger ist? Wenn Kinder ihre Rucksäcke nur auf einer Schulter tragen. Haha, oh mein Gott, das macht mich wahnsinnig. Es ist wie, merken Sie nicht, dass das schrecklich für Ihre Haltung ist? Ich weiß, oder? Und es sieht auch so umständlich aus. Als würden sie versuchen, cool zu sein, scheitern aber kläglich. Haha, ich glaube, wir sind heutzutage offiziell alt und haben keinen Kontakt mehr zu den Kindern. Ja, ich denke, du hast recht. Aber wenigstens können wir noch einen guten altmodischen Rucksack zu schätzen wissen. Absolut. Auf die klassischen Canvas-Rucksäcke unserer Jugend. Und dass wir unsere Rucksäcke nie wieder nur auf einer Schulter tragen müssen. Haha, Prost darauf, John. Thema 13, Camping. Hi Anna, warst du schon mal campen? Yeah, I have. I love being out in nature and sleeping under the stars. Das hört sich toll an. Ich war noch nie campen, aber ich wollte es schon immer ausprobieren. Du solltest es auf jeden Fall versuchen. Einer der besten Teile des Campings ist es, nachts am Lagerfeuer zu sitzen. Ach ja? Was ist so toll daran, am Feuer zu sitzen? Es ist einfach so gemütlich und entspannend. Sie können Marshmallows rösten, Geschichten erzählen und einfach die Wärme des Feuers genießen. Das hört sich gut an. Und ich wette, es ist eine großartige Möglichkeit, sich mit Freunden und Familie zu verbinden. Absolut. Ein Lagerfeuer hat etwas an sich, das Menschen zusammenbringt. Aber was ist mit den Bugs? Ich habe gehört, dass Mücken Lagerfeuer lieben. Das stimmt, aber es gibt Möglichkeiten, sie fernzuhalten. Sie können Insektenspray verwenden, lange Ärmel und Hosen tragen oder sogar ein Moskitonetz um das Feuer herum aufstellen. Das ist eine Erleichterung. Ich möchte nicht meine ganze Nacht damit verbringen, Käfer wegzuklatschen. Haha, ich verstehe dich. Und weißt du, was noch besser ist als ein normales Lagerfeuer? Was ist das? Ein S'mores Lagerfeuer. Sie können Marshmallows braten und köstliche S'mores direkt vor Ort zubereiten. Oh Mann, jetzt machst du mich hungrig. Ich liebe S'mores. Haha, ich auch. Und Sie können damit auch kreativ werden. Wie das Hinzufügen von Erdnussbutter oder Nutella zu Ihren S'mores. Das hört sich toll an. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Aber was ist mit dem Brennholz? Müssen wir unsere eigenen mitbringen? Normalerweise, ja. Aber keine Sorge, wir können in den nahegelegenen Wäldern nach Holz suchen. Und wenn alle Stricke reißen, können wir immer noch ein paar Zweige und Äste aufbrechen. Haha, klingt nach einem Plan. Ich werde aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Auf ein gemütliches Lagerfeuer, leckeres S'mores und jede Menge Insektenspray. Haha, Prost darauf, Anna. Thema 14. Bist du bereit für das große Spiel heute Abend? Hi Anna, bist du bereit für das große Spiel heute Abend? Ich wette, das bin ich.
Ich habe meine Snacks, meine Getränke und mein Glückstrikot an. Haha, das ist der Geist. Ich habe meinen Schaumstofffänger und meine Gesichtsbemalung fertig. Haha, du bringst es auf die nächste Stufe. Aber das ist es, was ich an Fußballspielen liebe. Jeder lässt sich so darauf ein. Ja, es gibt nichts Schöneres als die Energie eines Stadions voller Fans, die ihre Mannschaft anfeuern. Und das Essen. Vergessen Sie nicht das Essen. Ich habe Pommes, Salsa, Flügel und sogar einen speziellen Kuchen in Form eines Fußballs. Wow, du gehst aufs Ganze. Ich habe nur etwas Popcorn und ein paar Bier. Haha, na ja, ich mache gerne eine Party daraus. Apropos Partys, drücken Sie dem gleichen Team die Daumen wie ich? Ich weiß es nicht. Für wen drücken Sie die Daumen? Die Mighty Ducks natürlich. Haha, Anna, das ist ein Fußballspiel, kein Hockeyspiel. Oh, richtig. Tut mir leid, ich bringe meinen Sport manchmal durcheinander. Kein Problem. Aber wenn Sie mich fragen, wem ich die Daumen drücke, dann sind es die Lions. Die Löwen? Sie sind die schlechteste Mannschaft der Liga. Jeder Hund hat seinen Tag. Und ich habe das Gefühl, dass heute der Tag für die Lions ist. Haha, das werden wir sehen. Aber weißt du was? Selbst wenn unsere Teams verlieren, können wir das Spiel und die Gesellschaft des anderen genießen. Absolut. Und wer weiß? Vielleicht entdecken wir eine neue Liebe für ein anderes Team. Haha, ich bezweifle es. Aber wenigstens werden wir Spaß daran haben, es zu versuchen. Auf ein großartiges Spiel und eine noch bessere Gesellschaft. Prost darauf, Anna. Los geht's. Thema 15: Populäre Musikband. Hier, Anna, hast du das neueste Album von den Rolling Stones gehört? Oh ja, ich liebe die Rolling Stones. Mick Jaggers Bewegungen verblüffen mich immer noch. Haha, er hat es immer noch sicher. Aber ich muss zugeben, ich bin selbst eher ein Beatles-Fan. Was? Wie kannst du das sagen? Die Rolling Stones sind Legenden. Ich weiß. Aber es gibt einfach etwas an den Harmonien und dem Songwriting der Beatles, das mich wirklich anspricht. Nun, dem kann ich nicht widersprechen. Die Beatles sind auch ziemlich großartig. Aber man muss zugeben, dass die Rolling Stones einige klassische Melodien haben. Oh, auf jeden Fall. Satisfaktion, Paint It Black und Sympathy for the Devil sind allesamt zeitlose Songs. Und vergiss nicht, Brown Sugar, Gimme Shelter und Jumpin' Jack Flash. Haha, du hast recht. Sie haben so viele Hits, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten. Und sie sind auch immer noch auf Tour. Kannst du glauben, dass Mick Jagger in seinen 70 Jahren ist und immer noch auf der Bühne rockt? Es ist ziemlich unglaublich. Und Keith Richards ist wie ein wandelndes, sprechendes Stück Geschichte. Haha, ja. Ich glaube, er lebt jetzt seit etwa 200 Jahren. Aber weißt du, was lustig ist? Ich ging einmal zu einem Rolling Stones Konzert und war von Leuten umgeben, die doppelt so alt waren wie ich. Haha, das kann ich mir vorstellen.
Aber das zeigt nur, wie zeitlos ihre Musik ist. Es überdauert Generationen. Du hast recht. Und weißt du was? Ich fange an, zu den Rolling Stones zu kommen. Vielleicht können wir zusammen zu einem ihrer Konzerte gehen. Haha, ich wusste, dass ich dich bekehren kann. Und das klingt nach einer großartigen Idee. Lasst uns mit Mick und der Bande abrocken. Haha, lass es uns tun. Auf die Rolling Stones und ihre legendäre Musik. Prost darauf, John. Thema 16. Willst du ein Foto mit mir machen? Hi Anna, willst du ein Foto mit mir machen? Klar, John. Lass uns ein Selfie machen. Okay, perfect. But wait, let me fix my hair first. Haha, du bist so eitel. Aber mach weiter, ich warte. Okay, ich bin bereit. Lächeln. Käse. Warte, lass mich sehen. Ugh, ich sehe schrecklich aus. Wovon redest du? Du siehst toll aus. Nein, ich habe ein Doppelkinn und meine Haare sind ganz kraus. Ach komm schon, Anna. Du bist schön, so wie du bist. Haha, danke John. Aber können wir noch ein Foto machen, nur um sicher zu gehen? Klar, lass es uns machen. Aber dieses Mal nehmen wir eine Pose ein. Haha, okay. Wie wäre es mit der klassischen Charlie's Angels Pose? Ich mag es. Und ich werde der Bossli für deine Engel sein. Haha, perfekt. Okay, fertig, fertig, posieren. Klick. Oh Mann, das geht auf Instagram. Haha, auf keinen Fall. Ich möchte nicht, dass alle meine Follower sehen, wie ich mich lächerlich mache. Ach komm schon, Anna. Lasst uns unsere inneren Trottel umarmen und Spaß haben. Okay, du hast recht. Lass es uns tun. Und weißt du was? Lassen Sie uns ein Foto von uns machen, wie wir etwas wirklich Verrücktes tun. Haha, ich mag die Art und Weise, wie du denkst. Wie wäre es, wenn wir einen Löffel auf der Nase balancieren? Haha, das ist perfekt. Wir werden die Selfie-Könige mit der Löffelnase sein. Okay, lass uns das machen. Und wenn uns jemand fragt, warum wir das tun, sagen wir einfach, dass wir für eine Talentshow üben. Haha, ich liebe es. Auf alberne Selfies und uns selbst nie zu ernst nehmen. Prost darauf, Anna. Lass uns das verrückteste Selfie aller Zeiten machen. Thema 17. Der Winter steht vor der Tür. Hi Anna, hast du bemerkt, wie kalt es in letzter Zeit geworden ist? Ja, das habe ich. Ich denke, der Winter steht definitiv vor der Tür. Oh nein, nicht im Winter. Ich hasse das kalte Wetter. Haha, sei nicht so ein Weichei, John. Der Winter kann auch Spaß machen. Spaß. Was macht Spaß daran, Schnee zu schaufeln, Eis vom Auto zu kratzen und auf vereisten Gehwegen auszurutschen? Haha, okay, ich verstehe, was du meinst.
Aber denken Sie an all die lustigen Winteraktivitäten wie Skifahren, Snowboarden und Eislaufen. Ich weiß nicht, wie ich all diese Dinge machen soll. Und selbst wenn ich es täte, würde ich mich wahrscheinlich nur verletzen. Haha, vielleicht musst du es einfach mal ausprobieren. Und wenn alle Stricke reißen, gibt es immer heiße Schokolade und kuschelige Decken. Okay, ich gebe zu, ich liebe eine gute Tasse heiße Schokolade. Und ein warmes Feuer im Kamin kann auch schön sein. Genau. Und vergessen Sie nicht die Feiertage. Der Winter ist die Zeit des Gebens, der Familie und der guten Laune. Ich liebe die Feiertage. Aber ich könnte auf den ganzen Stress verzichten, Geschenke zu kaufen und mich mit überfüllten Einkaufszentren auseinanderzusetzen. Haha, ja, dieser Teil kann eine Qual sein. Aber es lohnt sich, wenn Sie das Lächeln auf den Gesichtern Ihrer Lieben sehen. Du hast recht. Und ich denke, der Winter hat eine gewisse Schönheit, mit all den schneebedeckten Bäumen und funkelnden Lichtern. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass der Winter nicht so schlimm ist. Und wer weiß? Vielleicht bekommen wir dieses Jahr sogar weiße Weihnachten. Haha, ich werde es glauben, wenn ich es sehe. Aber ich werde versuchen, dieses Jahr offen für den Winter zu bleiben. Das ist der Geist, John. Hier ist es, sich zu bündeln, heiße Schokolade zu schlürfen und das kalte Wetter optimal zu nutzen. Prost darauf, Anna. Lass uns dieses Winterding machen. Thema 18, der größte Wissenschaftler. Hey Anna, wer ist deiner Meinung nach der größte Wissenschaftler aller Zeiten? Oh, das ist eine schwierige Frage. Es gibt so viele großartige Wissenschaftler im Laufe der Geschichte. Ich weiß, aber es muss einen geben, der sich von den anderen abhebt. Nun, ich denke, Albert Einstein ist definitiv da oben. Einstein? Bitte. Ich denke, Isaac Newton war der größte Wissenschaftler aller Zeiten. Newton? Willst du mich? Einsteins Relativitätstheorie revolutionierte die Physik und unser Verständnis des Universums. Aber Newton entdeckte die Gesetze der Bewegung und der Schwerkraft. Ohne ihn gäbe es keine moderne Physik. Aber Einsteins Arbeit ebnete den Weg für so viele wissenschaftliche Fortschritte, wie Kernenergie und Raumfahrt. Okay, aber was ist mit Marie Curie? Sie war die erste Frau, die einen Nobelpreis gewann und bahnbrechende Entdeckungen in der Radioaktivität machte. Das stimmt, aber ich denke immer noch, dass Einsteins Beiträge zur Physik bedeutender waren. Davon weiß ich nichts. Was ist mit Charles Darwin und seiner Evolutionstheorie? Darwin war definitiv ein großartiger Wissenschaftler, aber ich denke, seine Arbeit liegt mehr im Bereich der Biologie als der Physik. In Ordnung, in Ordnung. Vielleicht müssen wir uns einfach darauf einigen, dass wir uns in diesem Punkt nicht einig sind. Haha, ja, ich denke, wir sind beide ziemlich leidenschaftlich für unsere Lieblingswissenschaftler. Aber weißt du was? Es ist erstaunlich, wie viel eine Person zur Welt der Wissenschaft beitragen kann. Absolut. Und wer weiß? Vielleicht wird eines Tages jemand, von dem wir noch nie gehört haben, eine bahnbrechende Entdeckung machen, die alles verändert. Das ist ein großartiger Punkt.
Ein Hoch auf all die großen Wissenschaftler der Geschichte und die noch kommen werden. Prost darauf, John. Lasst uns den Geist der wissenschaftlichen Entdeckung am Leben erhalten. Thema 19. Warum siehst du heute so müde aus? Hi Anna, warum siehst du heute so müde aus? Ich habe heute Morgen verschlafen und musste mich beeilen, um mich für die Arbeit fertig zu machen. Haha, ich kenne das Gefühl. Ich bin auch kein Morgenmensch. Ja, aber ich stehe normalerweise früh auf und habe Zeit, meinen Kaffee und mein Frühstück zu genießen, bevor ich losfahre. Du hast Glück. Ich bin immer spät dran und lasse das Frühstück ganz aus. Haha, das ist nicht gut für dich, John. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich weiß. Aber es ist schwer, die Zeit zu finden, wenn Sie bereits spät dran sind. Nun, vielleicht solltest du versuchen, deinen Wecker etwas früher zu stellen. Auf diese Weise haben sie morgens mehr Zeit, sich fertig zu machen. Aber ich liebe es, auszuschlafen. Es ist der beste Teil meines Tages. Haha, ich verstehe dich. Aber zu viel Schlafen kann sie tatsächlich müder und benommener machen. Wirklich? Ich dachte, es wäre umgekehrt. Nein, zu viel Schlaf kann deinen natürlichen Schlafzyklus stören und dazu führen, dass du dich schlechter fühlst. Nun, ich denke, ich muss dann einen goldenen Mittelweg finden. Aber im Moment denke ich, dass ich nur meine zusätzlichen 10 Minuten Schlaf genießen werde. Haha, das machst du. Aber mach mir keine Vorwürfe, wenn du wieder zu spät zur Arbeit kommst. Oh, das werde ich nicht. Ich werde es einfach auf meine Liebe zum Schlaf schieben. Haha, das ist in Ordnung. Hier ist es, die perfekte Balance zwischen ausreichend Schlaf und Verschlafen zu finden. Prost darauf, Anna. Machen wir es uns zur Priorität, pünktlich aufzuwachen und unseren Tag richtig zu beginnen. Thema 20. Neue Sicherheitsmaßnahmen. Hi Anna, hast du die neuen Sicherheitsmaßnahmen gesehen, die Sie in unserem Gebäude installiert haben? Nein, was sind sie? Sie haben diese neuen Überwachungskameras und Kika-Zugangspunkte überall installiert. Oh wow, das ist großartig. Es ist immer gut zu wissen, dass wir in unserem eigenen Gebäude sicher sind. Ja, aber weißt du, was lustig ist? Ich fühle mich jedes Mal wie in einem Spionagefilm, wenn ich meine Schlüsselkarte benutze, um in das Gebäude zu gelangen. Haha, ja. Und ich erwarte immer wieder, dass jemand Zugriff verweigert, ruft, wenn ich meine Karte falsch durchziehe. Haha, das wäre ziemlich lustig. Aber im Ernst, es ist gut zu wissen, dass unser Gebäude unsere Sicherheit ernst nimmt. Absolut. Und ich habe gehört, dass sie auch neue Feuermelder und Sprinkleranlagen einbauen. Das ist großartig. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, besonders in einem Gebäude mit so vielen Menschen. Und weißt du, was sie sonst noch installieren müssen? Ein Schokoriegelautomat. Haha, was hat das mit Sicherheit zu tun? Nun, wenn wir während eines Notfalls im Gebäude festsitzen, müssen wir ein paar Snacks zur Hand haben. Haha, ich verstehe deine Logik.
Aber ich denke, Wasser- und Erste-Hilfe-Versorgung könnten wichtiger sein. Okay, okay. Aber ein Mädchen kann träumen, nicht wahr? Natürlich. Und wer weiß, vielleicht werden Sie eines Tages einen Automaten mit all Ihren Lieblingssnacks installieren. Haha, jetzt redest du. Auf die Sicherheit und Wohlernährung in unserem Gebäude. Prost darauf, Anna. Hoffen wir, dass wir diese Notvorräte nie verwenden müssen, aber wenn wir es tun, werden wir zumindest unsere Snacks haben. Thema 21. Golf. Hi Anna, hast du schon einmal Golf gespielt? Nein, habe ich nicht. Warum fragst du? Nun, ich habe darüber nachgedacht, mit dem Golfen zu beginnen. Es scheint eine lustige Art zu sein, ein Wochenende zu verbringen. Haha, du willst Stunden damit verbringen, einen winzigen Ball in ein winziges Loch zu schlagen? Hey, es macht mehr Spaß, als es sich anhört. Und es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu bewegen und frische Luft zu schnappen. Ich weiß es nicht, John. Golf scheint mir ein ziemlich langweiliger Sport zu sein. Langweilig? Machst du Witze? Es ist ein Geschicklichkeits- und Strategiespiel. Ja, aber es ist auch ein Spiel der Geduld und Ausdauer. Und seien wir ehrlich, ich habe weder das eine noch das andere. Haha, fair genug. Aber Sie wissen, was Sie sagen, Übung macht den Meister. Ich denke schon. Aber ich weiß nicht, ob ich die Geduld habe, stundenlang zu versuchen, meinen Schwung zu perfektionieren. Na ja, vielleicht hast du einfach noch nicht den richtigen Golfplatz gefunden. Es gibt einige schöne Plätze mit atemberaubenden Landschaften und tollen Aussichten. Okay, du fängst an, mich zu überzeugen. Aber was ist mit all der Ausrüstung, die Sie benötigen? Ist das nicht teuer? Es kann sein, aber es gibt viele erschwingliche Optionen da draußen. Und Sie können jederzeit Ausrüstung mieten, wenn Sie gerade erst anfangen. Ich denke, das stimmt. Und wer weiß? Vielleicht entdecke ich ein verborgenes Talent für den Golfsport. Haha, ich habe keinen Zweifel daran, dass du ein Naturtalent sein wirst. Auf die Links und entdecken Sie unsere inneren Golfprofis. Prost darauf, John. Machen wir uns bereit für den Abschlag und haben wir Spaß. Thema 22. Goldmedaille. Hi Anna, hast du dieses Jahr die Olympischen Spiele gesehen? Ja, das habe ich. Es war erstaunlich, so viele großartige Athleten aus der ganzen Welt an den Start zu bringen. Auf jeden Fall. Und haben Sie all die Athleten gesehen, die Goldmedaillen gewonnen haben? Ja, es war so inspirierend. Sie haben so hart gearbeitet und ihre Träume verwirklicht. Ich weiß, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, eine Goldmedaille zu gewinnen. Haha, ich denke, es würde sich ziemlich toll anfühlen. Aber seien wir ehrlich, wir sind nicht gerade olympische Athleten. Hi, sprich für dich selbst. Ich könnte total eine Goldmedaille gewinnen in Sitzsack werfen. Haha, ich glaube nicht, dass das eine olympische Sportart ist, John. Okay, gut. Wie wäre es mit Tischtennis? Haha, ich glaube, du bist noch nicht ganz auf olympischem Niveau, John. Aber man weiß ja nie, vielleicht mit genug Übung. Haha, ja, richtig.
Aber wissen Sie, was noch besser wäre, als eine Goldmedaille zu gewinnen? Was ist das? Eine Goldmedaille in einer Sportart zu gewinnen, die es noch nicht gibt. Haha, okay, ich werde beißen. Welche Sportart wäre das? Ich weiß nicht, so etwas wie extremes Stricken oder synchronisiertes Sprengseil. Haha, das klingt beides ziemlich lächerlich. Aber wer weiß? Vielleicht werden sie eines Tages olympische Sportarten. Man weiß ja nie. Und wenn sie es tun, werden wir bereit sein, diese Goldmedaillen zu gewinnen. Haha, okay, John. Ich werde sofort anfangen, meine extremen Strickkünste zu üben. Und ich fange an meiner synchronisierten Springseilroutine zu arbeiten. Auf große Träume und das Streben nach Gold. Prost darauf, John. Lasst uns nach Gold streben, auch wenn es sich um eine erfundene Sportart handelt. Willkommen, um unseren Kanal zu abonnieren. Treffen wir uns in unserem nächsten Video.